In jüngster Zeit sind die Konflikte in Israel und der Ukraine immer wieder in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit gerückt. Die anhaltenden Auseinandersetzungen und Spannungen stellen eine potenzielle Gefahr für den globalen Frieden dar. Angesichts dieser Entwicklung stellen sich viele Menschen die Frage, ob aufgrund der aktuellen Situation in Israel und der Ukraine der Dritte Weltkrieg droht und in welchen Ländern man davor sicher sein kann. Die Konflikte in beiden Regionen haben natürlich unterschiedliche Ursachen und Hintergründe, doch beide haben das Potenzial, sich auf einen internationalen Konflikt auszuweiten. In Israel spitzen sich die Spannungen zwischen der Regierung und militanten Gruppen außerhalb Israels, wie zum Beispiel der Hisbollah, zu. Und damit ist dann natürlich auch gleich der Iran hier irgendwie mit involviert. Im Fall der Ukraine sind es vor allen Dingen die Spannungen zwischen Russland und der NATO, die besorgniserregend sind und eine weitere Eskalation befürchten lassen. Natürlich, man muss ganz klar sagen, das ist natürlich alles hier rein hypothetisch, denn trotz der derzeitigen Unruhe und Unsicherheit ist es schwierig vorherzusagen, ob die Konflikte in Israel und der Ukraine tatsächlich zu einem globalen Krieg führen würden. Und wir hoffen es natürlich nicht. Aber dennoch, wir wollen uns darüber informieren und jetzt mal mit dem Gedanken spielen, was passieren würde, wenn es dazu kommen würde, insbesondere auch zu einem Atomkonflikt und in welchen Ländern man, wenn überhaupt, davor Schutz suchen könnte. Zunächst mal müsste man sich fragen, wie es überhaupt zu einem dritten Weltkrieg kommen könnte. Der amerikanische Historiker Professor Peter Kuznick sagte vor kurzem in einem Interview, er fürchte um das Schicksal der Menschheit und warnt vor einem dritten Weltkrieg und einem nuklearen Winter, wenn die aktuellen Konflikte weiter eskalieren. Kuznick sagt, dass sich die Lage aufgrund des Krieges zwischen der Ukraine und Russland und der Situation in Taiwan bereits auf ein Weltuntergangsszenario zubewegt. Und er befürchtet, dass die jüngsten Entwicklungen in Gaza das Fass zum Überlaufen bringen können. So sieht Kuznick, wie sich eine albtraumhafte Situation entfaltet. Israel marschiert in Palästina ein und zwingt die Hisbollah, sich dem Krieg anzuschließen. Und dann werden andere Länder wie Iran und so weiter in den Kampf hineingezogen. Von da an, sagt Kuznick, stehen alle Zeiten auf Weltkrieg und es ist so gut wie garantiert, dass auch Atomsprengköpfe eingesetzt werden, sagt Kuznick, wohlgemerkt, ja, eine Einzelmeinung. Er erklärt, dass selbst eine kleine Anzahl von Atomwaffen einen nuklearen Winter auslösen würde, der 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt töten könnte und prophezeit, dass es schlimmer wäre, als wir es uns jemals vorstellen könnten. Da muss man sich natürlich dann auch mit den Folgen eines Atomkriegs befassen. Was wären die? Auch andere Experten warnen vor den Folgen eines Atomkriegs. Laut einer Studie, die im August 2022 in der Zeitschrift Nature Food veröffentlicht wurde, könnte ein umfassender Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, der über 150 Teragramm stratosphärischen Ruß freisetzt, indirekt mehr als 5 Milliarden Menschen durch Hungersnot und nuklearen Winter töten. Mehr als 2 Milliarden Menschen könnten durch einen Atomkrieg kleineren Ausmaßes zwischen 5 und 47 Teragramm zwischen Indien und Pakistan verhungern. Im Falle eines Atomkriegs zwischen Russland und den Vereinigten Staaten würden 99% der Bevölkerung der kriegsführenden Länder sowie Europa und Chinas sterben. So die Simulation. Es sind gerade die Langzeitfolgen wie Hunger, Ernteausfall, Klimaveränderungen infolge eines möglichen Atomkriegs, die Prognosen zu Überlebenschancen in bestimmten Ländern so schwierig machen. So ist zum Beispiel die Befürchtung, dass allein in Deutschland es einen Ernteausfall von 99% über Jahre hinweg geben würde. Tatsächlich kann niemand genau voraussagen, was passiert, und wir müssen uns bei unserer Länderliste, die nun folgt, auf Annahmen stützen. Welches ist also das sicherste Land im Falle eines dritten Weltkriegs und möglicherweise im Falle eines Atomkriegs? Hier sind die 10 aussichtsreichsten Kandidaten für das Überleben eines Atomkriegs in aufsteigender Reihenfolge. Das heißt, wir fangen mit Nummer 10 an und das beste Land ist Nummer 1. Nummer 10, Antarktis. Wie du inzwischen gesehen hast, müssen bei der Frage, welches Land im Falle eines Weltkriegs und Atomkriegs am sichersten ist, viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Ein wichtiger Faktor ist die Lage des Landes. Länder, die weit entfernt von großen Bevölkerungszentren liegen, gelten oft als sicherer, da sie weniger wahrscheinlich Ziel eines Atomangriffs werden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Größe des Landes. Kleinere Länder gelten oft als sicherer, da sie weniger wahrscheinlich in einen nuklearen Schlagabtausch verwickelt sind.
Ein Gebiet, das beide Kriterien erfüllt, ist die Antarktis. Die Antarktis liegt am südlichen Punkt der Erde und ist daher sehr weit von großen Bevölkerungszentren entfernt. Darüber hinaus ist die Antarktis ein sehr großer Kontinent und daher für einen Angreifer mit einer begrenzten Anzahl von Atomwaffen schwer anzugreifen. Schließlich gibt es in der Antarktis keine ständigen Bewohner, sodass dort niemand leben würde, der durch einen Atomangriff geschädigt werden könnte. Ganz klar, meine Antarktis, wer soll da leben, hat natürlich gigantische Nachteile als sicherer Hafen. Der größte Nachteil besteht darin, dass es extrem kalt und unwirtlich ist und daher für Menschen ohne spezielle Ausrüstung und Ausbildung nicht möglich wäre, dort dauerhaft zu leben. Darüber hinaus ist die Antarktis der am weitesten von jedem anderen Ort der Welt entfernte Ort und es ist äußerst schwierig, ihn in einem begrenzten Zeitraum zu erreichen. Also das war jetzt eigentlich eher, ich will nicht sagen ein Witz, aber natürlich eine wenig realistische Option. Nummer 9 ist Grönland. Grönland ist die größte Insel der Welt und liegt im Arktischen Ozean zwischen Kanada und Island. Grönland ist ein autonomes dänisches Territorium mit einer Bevölkerung von 57.000 Menschen. Obwohl Grönland dünn besiedelt ist, verfügt es über ein reiches kulturelles Erbe und eine eigene Sprache. Aufgrund seiner Lage wäre Grönland außerhalb der Reichweite der meisten Atomraketen. Selbst wenn es einem anderen Land gelänge, eine Rakete auf Grönland abzufeuern, wäre ein Großteil der Insel von Eisdecke bedeckt, was bedeutet, dass der Schaden wahrscheinlich gering wäre. Zusätzlich zu seiner geografischen Isolation verfügt Grönland auch über sehr wenige militärische Ziele. Auf der Insel gibt es keine großen Städte oder Industrieanlagen, was sie als Ziel für einen Angriff weniger attraktiv macht. Und selbst wenn Grönland ins Visier genommen würde, gäbe es aufgrund der geringen Bevölkerungszahl weniger Opfern als in anderen Ländern. Natürlich auch in Grönland die Frage, wie könnte man sich dort ernähren? Natürlich von Fisch und solchen Dingen, aber es sind natürlich sehr harsche Bedingungen, weswegen es relativ unwahrscheinlich wäre, dass dort eine größere Anzahl von Menschen hinzuziehen, dahin flüchten könnte und überleben könnte. Nummer 8 auf unserer Liste ist Schweden. Schweden wird oft als ein friedliches Land angesehen. Beispielsweise ist die Mordrate dort die drittniedrigste der Welt. Wobei man ja in den letzten Monaten gesehen hat, dass sich diese Statistik offensichtlich gerade ändert. Aber Schweden ist nicht nur ein sicherer Ort zum Leben, es ist auch eines der sichersten Länder der Welt. Das liegt daran, dass Schweden eine starke Neutralitäts- und Blockfreiheitspolitik verfolgt, was bedeutet, dass es in internationalen Konflikten keine Partei ergreift und keinem Militärbündnis angehört. Dadurch ist es weniger wahrscheinlich, dass Schweden in einen Krieg verwickelt werden würde. Doch Schweden verlässt sich nicht auf Glück, sondern verfügt auch über ein gut ausgebautes Zivilschutzsystem. Im Fall eines Angriffs wird schwedischen Bürgern empfohlen, sich ins Haus zu begeben und dort zu bleiben, bis Entwarnung gegeben wird. Die Regierung hat außerdem Lebensmittel und Vorräte gelagert und unterirdische Unterkünfte gebaut, in denen Menschen Zuflucht suchen können. Schweden hat eine große Landfläche mit einer sehr geringen Bevölkerungsdichte, was bedeutet, dass es nicht zu viele Ziele für feindliche Raketen gäbe. Darüber hinaus verfügt Schweden über eine starke Wirtschaft und eine gut entwickelte Infrastruktur. Wenn du also nach einem sicheren Ort suchst, um einem dritten Weltkrieg und einem Atomkrieg zu entgehen, ist Schweden auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir kommen zu Rang 7 auf unserer Liste, Argentinien. Argentinien gilt aus mehreren Gründen als einer der besten Orte, um einen Atomkrieg und dritten Weltkrieg zu überleben. Einer der Hauptgründe ist die Lage. Es liegt auf der Südhalbkugel, weit entfernt von den Hauptzielen eines möglichen Atomangriffs wie die Vereinigten Staaten und Russland. Das bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, direkt von einer Atombombe getroffen zu werden oder unter den unmittelbaren Auswirkungen einer Atomexplosion zu leiden. Ein weiterer Grund, warum Argentinien ein guter Ort ist, um einen dritten Weltkrieg zu überleben, ist seine relativ geringe Bevölkerungsdichte. Das Land hat eine Bevölkerung von gerade mal 45 Millionen Menschen, die über ein großes Gebiet verteilt ist. Das bedeutet, dass es nach einem Krieg weniger Konkurrenz um Ressourcen geben würde. Argentinien verfügt über große Mengen natürlicher Ressourcen, darunter fruchtbares Land für Landwirtschaft, Süßwasserquellen und Mineralvorkommen. Dies könnte dazu beitragen, das Leben nach einem Atomkrieg zu erhalten, da es den Menschen die notwendigen Ressourcen zum Überleben liefern würde. Rang 6 geht an Mauritius. Auch Mauritius ist einer der besten Orte auf der Erde, um einen Atomkrieg und dritten Weltkrieg zu überleben. Die geografische Lage der Insel
die weit entfernt von atomar bewaffneten Ländern liegt, macht sie zu einem sicheren Hafen im Falle eines Atomkrieges. Darüber hinaus können einige Inselstaaten in der südlichen Hemisphäre, wie zum Beispiel Mauritius, eine schwere, sonnenmindernde Katastrophe wie den nuklearen Winter überleben und sich in einer guten Ausgangslage für eine Erholung befinden, heißt es in einer in Risk Analysis veröffentlichten Studie. Allerdings ist Mauritius stark von Energieimporten abhängig, verfügt nicht über Produktionskapazitäten und ist möglicherweise anfällig für einen ungünstigen Abbau, das heißt einen schnellen, plötzlichen Verfall seiner digitalen und industriellen Infrastruktur. Rang 5 teilen sich Indonesien und die Philippinen. Obwohl bei einer Modellierung alles darauf hindeutet, dass Indonesien und die Philippinen im Falle eines schwerwiegenden Atomkrieges 150 Teragramm möglicherweise nicht genügend Nahrung für ihre Bevölkerung produzieren können, dürften sie zu den wenigen Inselstaaten gehören, die dazu in einem Szenario mit 5 Teragramm in der Lage sind, aufgrund der geringen Klimaauswirkungen in den tropischen Gebieten. Allerdings beherbergen die beiden Archipele wahrscheinlich einige Inseln, die sich sogar selbst versorgen können, was möglicherweise die Bedeutung einer robusten lokalen Regierungsführung unterstreicht. Es besteht Potenzial für einen anhaltenden regionalen Handel zwischen Indonesien, den Philippinen und Australien. Tatsächlich würde der Überschuss der indonesischen Energieproduktion, hauptsächlich Kohle und Erdgas, das Defizit der Philippinen decken, obwohl die kombinierte Ölproduktion immer noch nicht ausreicht, um den Ölbedarf zu decken. Indonesien und die Philippinen haben beachtliche industrielle Produktionskapazitäten, leiden jedoch unter einem geringen sozialen Zusammenhalt und sind anfällig für politische Instabilität und Korruption. Darüber hinaus weisen die Philippinen eine geringe Infrastrukturqualität auf. Indonesien dagegen beherbergt viele der größten Vulkane der Welt, zum Beispiel Tuba und Tambora. Indonesien hätte, wenn die Planung politisch machbar wäre, das Potenzial, viele Millionen Flüchtlinge aufzunehmen oder die Bevölkerung der Nachbarländer zu ernähren. Rang 4 sind die Salomonen und Vanuatu. Beide zusammen teilen sich Rang 4. Die Salomonen und Vanuatu sind Beispiele für Inseln, die wahrscheinlich natürliche Zufluchtsorte im Falle eines Dritten Weltkriegs sein können. Angesichts der tropischen Geografie und der reichlichen Nahrungsmittelproduktion in normalen Zeiten werden einige Menschen mit ziemlicher Sicherheit überleben. Obwohl es ihnen an eigener Energieversorgung mangelt, in beiden Fällen produzieren sie weniger als 50% der eigenen Energie, sind traditionelle und technologiearme Produktionsmethoden weit verbreitet. Diese Inseln sind zwar abgelegen, zahlreich und von Natur aus widerstandsfähig, obwohl das Risiko von Kommunikationsschwierigkeiten, von Vulkanausbrüchen und Tsunamis und dem Auftreten von Infektionskrankheiten besteht. Beiden Ländern fehlt jedoch eine hochtechnologische Fertigungs- oder Wissensökonomie, sodass es unwahrscheinlich ist, dass die Überlebenden einen globalen Neustart der zusammengebrochenen digitalen oder industriellen Zivilisation auslösen könnten. Dennoch können sie möglicherweise am Handel mit anderen sehr nahegelegenen Ländern, beispielsweise Australien und Neuseeland, teilnehmen. So, jetzt kommen wir zu den Top 3, den Top 3 der Länder, in denen du einen Dritten Weltkrieg bzw. Atomkrieg möglicherweise am ehesten überleben kannst. Rang 3 ist Island. Die Modellierung eines nuklearen Winters zeigt, dass Island möglicherweise weniger Klimaauswirkungen zu befürchten hat als Kontinentaleuropa. So würde zum Beispiel die landwirtschaftliche Produktion nur um 64% zurückgehen. In Deutschland wäre es 99%. Die isländische Bevölkerung ist gut ausgebildet. Es gibt reichlich Fischbestände und der größte Teil der Stromerzeugung erfolgt durch Wasserkraft. Die Energieautarkie ist von 50% im Jahre 71 auf fast 90% im Jahre 2018 gestiegen. Andererseits kann die Netto-Primärproduktion im subpolaren Nordatlantik im nuklearen Winter stark beeinträchtigt werden und der ozeanische Kalorienertrag ist höchst ungewiss. Island ist Mitglied der NATO und könnte ein nukleares Ziel werden. Vulkane stellen eine langfristige Bedrohung dar und Island erlitt 1783 einen verheerenden Ausbruch. Island importiert sein gesamtes Öl, das hauptsächlich für den Straßentransport und die Fischerei verwendet wird. Dennoch beginnt man mit der Produktion von Wasserstoff als Transportkraftstoff. Der Straßenverkehr könnte durch die Umsiedlung zusätzlicher Bürger in die einzige Großstadt Reykjavik, wo bereits 63% leben, minimiert werden. Die Fischerei scheint jedoch für Islands Überleben im Falle eines Dritten Weltkrieges von entscheidender Bedeutung zu sein.
Ölreserven oder zusätzlicher Biokraftstoff aus landwirtschaftlichen Reststoffen und oder Wasserstoffproduktion wären eine wichtige Resilienzmaßnahme. Da Island eine kleine Volkswirtschaft ist, würde es wahrscheinlich unter einem Mangel an importierten Rohstoffen und einer Verschlechterung der Infrastruktur leiden. Es könnte jedoch Zugang zu Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Europa haben, wenn einige dieser Länder nicht durch Krieg, Hungersnot oder sozialen Zusammenbruch völlig zerstört werden. Island verfügt über kein Militär, aber eine kleine Küstenwache und könnte ohne Stärkung der Verteidigungsfähigkeit verwundbar sein. Nummer 2 auf unserer Liste der Länder, in denen du dich flüchten kannst, um vor einem Atomkrieg oder Dritten Weltkrieg sicher zu sein. Platz 2 ist Neuseeland. Aufgrund des reichhaltigen Nahrungsangebotes und der geografischen Lage Neuseelands glauben einige, dass das Land einen nuklearen Winter überleben würde. Studien aus den 1980er Jahren ergeben jedoch, dass Neuseeland aufgrund seiner Abhängigkeit von Handel, Energieimporten und voneinander abhängigen Gesellschaftssystemen von einem Atomkrieg bedroht wäre. In einem nuklearen Winter könnte bereits ein Rückgang der Durchschnittstemperatur um 1% zu 15 bis 50 zusätzlichen Frosttagen in Neuseeland führen und die Nahrungsmittelproduktion könnte um bis zu 60% zurückgehen. Trotz Neuseelands Nahrungsmittelproduktionsüberschusses könnten schwere physische Schäden an der Infrastruktur der nördlichen Hemisphäre, EMP-Effekte und nahezu 100%ige Ernteausfälle in Europa und Amerika zu horteninternen Konflikten und der Unfähigkeit zum Handel führen. In Neuseeland könnte es zu katastrophalen Einschränkungen beim Transport, Treibstoffmangel und irreparablen Schäden an der Infrastruktur für den Anbau, die Ernte, die Verarbeitung, die Verpackung, den Transport und die Kühlung von Lebensmitteln kommen. Energieausfälle können die Produktion behindern und zum Ausfall des Kommunikationssystems führen. Die Situation kann eine strikte Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung erfordern, insbesondere wenn eine Rationierung von Treibstoff, Gesundheitsfürsorge oder sogar Lebensmitteln erforderlich wäre. Auch wenn die Kommunikation weiterhin möglich ist, könnte ein Klima der Fehl- und Desinformation entstehen. Es ist unklar, welche Planungen für solche kaskadenartigen Ausfälle vorliegen, da das nationale Risikoregister Neuseelands geheim ist, was die Kommunikation der Risiken an die Öffentlichkeit und die Wirtschaft erschwert. Mehrere Faktoren können angegangen werden, um die Situation Neuseelands zu verbessern. So, kommen wir nun zu dem Land, in dem ein Überleben eines Dritten Weltkriegs und Atomkrieges am wahrscheinlichsten ist. Platz 1 geht an Australien. Australien hat unter simulierten nuklearen Winterszenarien den größten Überschuss an Nahrungsmitteln. Auch bei den anderen Kennzahlen zur Widerstandsfähigkeit schneidet es insgesamt am besten ab. Australiens Nahrungsmittelreserven sind gigantisch, mit dem Potenzial, viele Dutzend zusätzliche Menschen zu ernähren. Eine gute Infrastruktur, ein enormer Energieüberschuss, der zweithöchste Gesundheitsstandard der Welt und die dreifachen Verteidigungsausgaben der meisten anderen Länder in der Region lassen hoffen, dass Australien das Potenzial hat, während eines weltweiten Konfliktes zu gedeihen. Allerdings könnte Australien aufgrund seiner AUKUS-Allianz und mit den USA verbündeter Geheimdienste ein Ziel in einem Atomkrieg sein. Letztere könnten beispielsweise gezielt mit nuklearen Explosionen angegriffen werden, um beispielsweise Anlagen zu zerstören oder elektromagnetische Impulse zu erzeugen. Wie alle Inseln könnte auch Australien von einer schleichenden Verschlechterung heimgesucht werden, wenn es von internationalem Handel abgeschnitten wird. Wichtige Faktoren können ein eingeschränkter Zugang zu importierten Düngemitteln und Schwierigkeiten beim Zugang zu gepumptem Grundwasser sein, falls fossile Brennstoffe knapp werden. Die Nähe zu Indonesien bietet jedoch einen potenziellen wichtigen regionalen Handelspartner für Lebensmittel, Kraftstoffe und Industriekomponenten. Australien kann ein Ziel für Flüchtlinge oder Eindringlinge sein und muss dementsprechend vorbereitet werden. Zentrale und lokale Regierungen konzentrieren sich auch zunehmend auf unmittelbare Krisen, zum Beispiel Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände, die möglicherweise mit anderen Notfallplänen konkurrieren. So, das war nun die Liste mit 10 Ländern, in denen du am wahrscheinlichsten einen Atomkrieg bzw. einen Dritten Weltkrieg überleben kannst. Wie gesagt, das sind natürlich alles rein hypothetische Überlegungen. Wir alle hoffen, dass es dazu nicht kommt. Es ist tatsächlich auch natürlich unwahrscheinlich, aber dennoch macht es manchmal Sinn, sich mit solchen sehr unangenehmen Prognosen zu befassen.
Wie wir es schon gesehen haben, je schlimmer hier die Krise ist, je größer auch gerade ein nuklearer Konflikt wäre, desto geringer ist tatsächlich das Überlebenspotenzial. Ich glaube kaum, dass wir dann alle nach Australien auswandern würden, nur um uns vor der Eventualität eines solchen Konfliktes zu schützen. Allerdings gibt es viele gute Gründe, ins Ausland umzuziehen. Und natürlich kann dabei auch die Planung hinsichtlich einer möglichen Konfliktresilienz im Hinblick auf einen weltweiten nuklearen Konflikt eine Rolle spielen. Ganz klar, für viele Mandanten ist das durchaus eine Überlegung wert. Und daher hilft dir vielleicht diese Liste ein bisschen hier bei deinem eigenen Research dabei, welches Land für dich in Frage kommt. Meine Kollegen und ich helfen Mandanten seit fast 20 Jahren bei der Planung ihres Umzuges ins Ausland. Nicht um sich vor einem nuklearen Konflikt zu schützen, aber hauptsächlich eben Richtung steuerliche Optimierung. Wenn auch das ein Anliegen für dich ist, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Den Link dazu packe ich hier in die Beschreibung rein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.